Alles um uns herum ist Energie. Den Spruch habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Und genau das denke ich nämlich auch. Und ich glaube auch, dass es im großen Universum noch viel, viel mehr gibt, als wir uns vorstellen oder wissenschaftlich erklären können. In meinen Videos habe ich ja immer wieder gezeigt und erzählt, dass ich gern räuchere. Und scheinbar hat das viele von euch interessiert. Und ich wurde gefragt, ob ich mal ein bisschen mehr zu dem Thema sagen kann. Und genau das möchte ich im heutigen Video mal machen. Ich erzähle euch einfach mal, wie ich so räuchere und was ich dafür verwende. Und wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt gern dran und viel Spaß beim Zuschauen. Das Räuchern ist ja eine uralte Praxis, die in vielen Kulturen zur Reinigung von Räumen und von Personen verwendet wird. Dabei wird Rauch von bestimmten Pflanzen oder Hölzern genutzt, um negative Energien zu vertreiben und so positive Schwingungen zu fördern. Wir sind ja ständig von Energien umgeben, manchmal positiven und manchmal negativen. Man kennt das manchmal, wenn man in einen Raum reinkommt und denkt so, wow, hier ist aber dicke Luft, also irgendwie ist hier eine schlechte Energie. Also mir geht es zumindest so. Ich spüre das ganz oft, wenn da irgendwas im Argen liegt. Diese Energien, die kann man von außen mit nach Hause bringen, zum Beispiel durch schlechte Stimmung in der Arbeit, wenn man beim Arzt war, wo viele kranke Menschen sind oder durch große Menschenansammlungen. Die können aber durchaus auch zu Hause entstehen, durch Streit, durch Stress oder auch durch Krankheit. Und eine effektive Methode, um diese Energien wieder zu klären und ins Positive zu wandeln, ist eben das Räuchern. Ich habe schon ganz früh als junges Mädchen mit dem Räuchern angefangen. Damals noch mit diesen typischen Räucherstäbchen. Die konnte ich aber irgendwann mal nicht mehr riechen, weil ich Kopfschmerzen davon bekommen habe. Habe mich aber über die Jahre immer wieder mit dem Räuchern beschäftigt und bin dann ganz explizit über die Rauhnächte wieder dazu gekommen, mich noch intensiver und noch näher mit dem Thema zu befassen. Ich habe mich belesen, ich war bei Vorträgen, weil mich das ganze Räuchern doch sehr fasziniert hat. Wie man räuchert, da gibt's ganz verschiedene Ansätze. Und was ich bis jetzt so mitgekriegt habe, hat jeder so ein bisschen seine eigene Methode. Ich zeige euch mal, womit ich gerne räuchere und wie ich das mache. Was ich ganz gerne zum Räuchern nutze, ist einmal Palo Santo. Das ist ein heiliges Holz aus Südamerika. Das ist bekannt für seinen angenehmen Duft und die reinigende Wirkung. Und weißer Salbei, der ganz oft zur energetischen Reinigung genutzt wird. Man macht das so beim Palo Santo und auch beim weißen Salbei. Man zündet vorne die Spitze an und dann pustet man die aus. Und dann kann man den Rauch ganz wunderbar um sich herum verteilen, wenn man sich jetzt selber abräuchern will, wie ich das mache. Das habe ich ja schon am Anfang gezeigt. Oder man geht einfach durch den Raum, bewegt sich langsam, achtet dort drauf, dass man die Ecken und auch die schwer zugänglichen Stellen nicht vergisst. Und so kann man die negative Energie quasi entwerten und den Raum mit positiver Energie füllen. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, mit Harzen zu räuchern, beispielsweise wie Weihrauch, Myrrhe oder Kopal. Dafür eignet sich dann so ein Räucherstöbchen mit einem Teelicht unten drunter und einem Sieb. Und durch die sanfte Hitze schmilzt das Harz ganz langsam, verdampft und entfaltet so seinen Duft, ohne direkt zu verbrennen. Noch eine weitere Möglichkeit zu räuchern ist mit Kräuterbündeln. Die kann man ganz leicht selber machen, wenn man zum Beispiel im Garten weißen Salbei hat, Lavendel oder Beifuß. Die getrockneten Kräuter werden dann ganz fest zusammengebunden und zum Räuchern an einem Ende angezündet, bis sie leicht glimmen und dann Rauch entsteht. Und durch langsames Schwenken oder das Ablegen in einer feuerfesten Schale, ich habe dafür so eine Muschelschale, kann man das Bündel durch die Räume tragen und so den Rauch ganz gezielt verteilen.
Meine liebste Art, die Wohnung auszuräuchern, ist für mich immer noch mit Räucherpfanne und Kohle, weil das einfach am intensivsten ist. Dabei kommt zuerst eine Schicht Sand in die Pfanne oder in ein anderes feuerfestes Gefäß, damit sich die Hitze gut verteilt und ja, das Gefäß nicht zu heiß wird. Dann lege ich ein Stück Räucherkohle auf, zünde das an, warte ein paar Minuten, bis das richtig gut durchgeglüht ist und am Rand so eine hellgraue Schicht hat. Ja, und dann kommen die Kräuter drauf oder die fertige Kräutermischung, je nachdem, mit was man räuchern möchte. Wenn ich einen Raum oder die Wohnung räuchere, dann beginne ich immer am Eingang und bewege mich dann im Uhrzeigersinn durch den Raum. Dabei lasse ich den Rauch wirklich in jede Ecke ziehen, auch unter die Möbel, denn dort staut sich oft die Energie. Eine Feder ist dabei ganz hilfreich, weil man so den Rauch ganz praktisch verteilen kann. Bei mir bleiben auch während des Räucherns die Fenster geschlossen, damit der Rauch alles aufnehmen kann. Ich mache das so, dass ich die Fenster erst nach dem Räuchern immer aufmache, damit der Rauch mitsamt der alten Energie rausziehen und so die Wohnung oder der Raum wieder frisch und rein wird. Fast so, als ob klarer Wind durch die Räume weht und alles Alte mitnimmt. Es heißt auch, dass man beim Lüften nach dem Räuchern frisches Prana wieder reinlässt. Das ist die Lebensenergie, die alles Lebendige durchströmt und auch aus dem Ayurveda bekannt ist. Ja, und dadurch wird die Atmosphäre wieder richtig angenehm, belebend, sodass man sich einfach nur noch wohlfühlen kann. Ich hoffe, meine kleine Exkursion in die Welt meines Räucherns hat euch gefallen und ihr konntet euch ein bisschen was mitnehmen. Wie schon gesagt, wenn euch das Thema interessiert, belest euch gern. Es gibt interessante Bücher dazu oder Webseiten, die nochmal genau erklären, wie man räuchern kann. Es gibt Kurse und Vorträge, also informiert euch einfach. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich sage jetzt mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.